Ein wirklich tolles Modell, muss man sagen. Ein Klassiker von Concorde. Es ist euer Alkoven, der so oder so ähnlich ja schon seit Dutzenden von Jahren gebaut wird. Ja. Er hat so eine, ich sag mal, Metamorphose durcherlebt an Fahrgestellen, die drunter sind. Und jetzt ist es natürlich auf dem Fahrgestell, was maximale Zuladung auf 7,5 Tonnen verspricht, oder? Kann man sagen. Das ist völlig richtig. Und es gibt einfach so eine Fangemeinde der Alkoven-Fahrzeuge. Und der Alkoven, muss man ehrlich sagen, ist bei Concorde, der läuft immer so ein bisschen mit. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt ist mal Zeit, den in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen haben wir da so eine schöne Diamond Series aufgelegt für den diesjährigen Caravansalon. Ja, du bist Sabine Baumgartner. Mit dir habe ich meinen Cruiser auch konfiguriert. Du hast ihn komplett ausgestattet. Ich habe mich nicht reingeredet. Das Einzige, was ich gesagt habe, ich wollte kein Leder. Das hast du verstanden. Wir wollten ihn so ein bisschen Budget machen. Das hier ist alles andere als Budget. Das hier ist Vollausstattung, oder? Das ist all-inclusive. Wir haben da ein schönes Paket geschnürt für unsere Kunden. Da ist alles drin, was das Herz begehrt. Und haben gleichzeitig einen tollen Preisvorteil, je nach Grundriss, weil es gibt 3 verschiedene, um die 40.000 €. Also Maximale haben wir hier bei dem 890 RRL, den wir uns hier gerade anschauen. Schöner Preisvorteil. Was haben wir denn an Zuladung? Die sind ja immer so Zuladungsweltmeister, oder? Ich sage jetzt mal rund 1,5 Tonnen. Ich müsste aber noch mal aufs Preisschild gucken. Kommen wir gleich mal drauf. Aber das ist aber für eine 7,5 Tonnen Klasse in der Länge mit so vielen Plätzen, die drauf sind. Es ist eine andere Philosophie. Also du musst dir vorstellen, mit so einem Fahrzeug bist du ein bisschen als Concorde-Fahrer Understatement unterwegs. Weil die Liner, egal ob das ein Carver ist, ein Charisma, ein Cruiser, ein Credo oder die ganz, ganz großen, das ist dann immer schon Bus. Und hier bist du so ein bisschen barrierefreier auf den Campingplätzen. Das ist mir aufgefallen. Ja, es ist ja eigentlich, das stimmt nicht unbedingt, weil du hast eine gleiche Höhe, aber du bist halt trotzdem in einem Fahrzeug, was, ja, vielleicht hört sich's blöd an, aber nicht so protzig aussieht, sondern es ist noch so ein bisschen down to earth. Genau, das stelle ich auch fest mit meinem. Egal wo ich bin, der ist jetzt auch ein gutes Stück höher. Die Leute gucken sich die Augen aus. Wir haben den ja ohne Beschriftung bestellt. Das ist ganz gemein, weil die Leute dann noch mehr gucken und fragen, was das ist. Viele denken, es wäre ein Bimobil oder so. Ja. Das ist, ihr baut Alkovenfahrzeuge, ihr habt da richtige Expertise. Wir machen das schon ewig lange. Concorde gibt es über 40 Jahre und seitdem gibt es natürlich Alkovenfahrzeuge. Das ist ja eigentlich so mal das Grundmodell eines Reisemobils gewesen, ist dann irgendwann von den integrierten ein bisschen verdrängt worden. Es gibt viele Hersteller, die gar keine Alkovenfahrzeuge mehr im Programm haben. Aber wir wissen, es gibt eine Fanbase, die möchte unbedingt das Original-Fahrerhaus haben. Die wollen die 2 zusätzlichen Türen haben. Es ist auch bei dem klassischen Grundriss mit dem Heckbett hinten statt Hecksitzgruppe ist es natürlich ein toller Familienwagen, dass ich eben einfach im Alkoven feste Betten habe für meine Kinder und hinten nochmal ein Schlafzimmer für die Eltern. Ja, eigentlich ein klassisches Familienfahrzeug. In der Variante, die wir jetzt hier gerade filmen, ist es natürlich diese schöne, beliebte Hecksitzgruppe mit der großen Küche. Die habe ich ja jetzt auch. Also da ist aber die große Küche drin. Da ist die große Küche drin. Der ist ja jetzt auch 1 Meter länger als dein Wagen. Der ist 9 Meter, deiner ist 8 Meter. Und da hast du halt ein richtig schönes Fahrzeug mit einem festen Bett, muss nicht das Hubbett runterlassen, sondern habe immer mein festes Alkovenbett und einen riesen Wohnraum. Ich zeige mal, einen riesen Vorteil, den du hast, ist, die Wärmebrücke ist weg. Das heißt, wenn der in der Sonne steht, das lässt sich langsam auch nicht vermeiden, da ist der Stellplatz vorgegeben, steht in der Sonne drin. Alles, was heiß wird, ist hier im Fahrerhaus. Machen wir mal bitte auf, dass wir mal reingucken können. Und da siehst du direkt, da ist eine Tür mit drin und die Tür riegelt, die ist jetzt hier geöffnet, das komplette Fahrerhaus ab vom restlichen Geschehen. Und ich kann nur sagen, sehr begehrt ist dieser Sitz hier, weil der einzige Nachteil, den du natürlich hast, ist, dass der hinten sitzt, der kriegt vom vorderen Fahrgeschehen nicht so viel mit. Das ist bei den Vollnicketen nicht so. Aber die vorne sitzen, haben PKW-Feeling. Sowas gibt es nicht. Du bist hier in dem Auto drin, du hast das Gefühl, von der Handlichkeit her ändert sich das Fahrzeug komplett durch das Fahrerhaus. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das fühlt sich viel kleiner an. Ja, du musst schon aufpassen beim Fahren, dass du dran denkst, dass du hinten doch noch etwas Größeres hinter dir her ziehst, im Grunde genommen, weil du ja nicht nur in einem schmalen Lieferwagen sitzt, sondern du hast ja hinten deinen breiten Aufbau. Aber es ist ein automotiveres Fahren, gebe ich dir völlig recht. Die Alkovennase über dem Fahrerhaus beschattet dich auch ein bisschen. Du sitzt das ist sensationell. So, ich sag mal, in der Sonne wie in einem integrierten Fahrzeug.
Man sieht sie aber gar nicht. Wenn man drin sitzt, sieht man sie gar nicht. Und das Einzige, was man machen muss, man muss hier unten ab und zu mal sauber machen. Ja? Wenn er nämlich länger steht und es regnet, dann regnet es hier unten drauf. Aber das Geniale hierbei ist wirklich die Trennung eines Lenkrades, eines Fahrerhausbereiches von dem Innenraum. Deswegen fühlt sich das hier mehr an wie eine Eigentumswohnung und nicht an wie ein Reisemobil innen. Wenn die Tür zugeht, dann bist du in einer Eigentumswohnung und du hast das Fahrerhaus abgeschlossen. Ja, völlig richtig, weil ich einfach, und viele wollen es einfach nicht mehr sehen, die sagen, ich fahre so viele, sitze so viel hinterm Lenkrad und wenn ich dann mal angekommen bin auf meinem Stellplatz oder Campingplatz, will ich eigentlich diesen Bereich nicht mehr sehen. Ich will kein Lenkrad mehr sehen, sondern nur noch mein schönes Wohnmobil. Und das ist hier gegeben und wie gesagt, Schiebetür zu und dann bin ich hinten in meinem kuscheligen Heim. So, ihr habt die Fahrersitze beledert, die gibt es nämlich so, glaube ich, gar nicht. Genau, du kannst wählen, ob du die in den Original Iveco Sitzbezug hast oder ob du dann das Leder nimmst, was du im Wohnraum hinten hast. Und in unserer Diamond-Serie, in diesem Sondermodell jetzt, ist das Leder im Fahrerhaus immer mit integriert. So, ihr habt aber alles rein konfiguriert, was es so bei der Iveco-Aufpreisliste gibt. Zum Beispiel die Federung bei den Sitzen ist drin. Genau, das sind die Luxussitze. Es ist natürlich die Klimaanlage im Fahrerhaus. Die Luftfederung ist mit drin, die elektrischen Fensterheber, das Leder-Multifunktionslenkrad. Es ist alles dabei, was dazugehört. So, ich gucke mal gerade drauf. Wir haben einen Tempomaten mit drin und wir haben einen Abstandstempomaten mit drin. Den gibt es beim Allrad nicht. Richtig, wir haben ja das komplette Komfort- und Sicherheitspaket von Iveco mit drin. Da gehört nicht nur der Abstandsregeltempomat, da gehört auch ein Spurhalteassistent dazu. Weiter siehst du dann auch das Garmin-Navi, ein schönes großes Navigationssystem. Eine Rückfahrkamera ist mit drin. Das ist sogar noch drin, wie ich sehe. Das war ein Scherz, weil es abnehmbar ist. Ja, haben wir letztes Jahr schon, als wir die neu im Programm hatten, gedacht, oh je, die werden alle geklaut. Nee, werden sie gar nicht. Also die Leute sind, glaube ich, so schlau, dass ihnen dieses Tablet alleine nichts nutzt. Du brauchst ja die Docking Station. Absolut, ja. Unten hast du Differentialsperre mit drin. Du hast ein besonderes Highlight, was ich natürlich nicht habe, aber du hast Heben, Senken. Das heißt, der hat jetzt eine Hubstützanlage, aber du kannst hiermit natürlich auch nochmal richtig schön nivellieren, wenn du mal eben kurz irgendwo stehst, ja. Luftfederung Hinterachse muss man nur trotzdem kurz erklären. Nur bei den integrierten Fahrzeugen gibt es eine Vollluftfederung. Mit Originalfahrerhaus gibt es nur Luftfederung für die Hinterachse. Aber Heben, Senken geht ja. Heben, Senken geht. Okay, nee, das ist ja wichtig, wenn ich auf die Fähre fahre, dass ich hinten mal kurz mich anliften kann. Ist sehr praktisch, wenn man was in die Heckgarage lädt. Also das geht ein gutes Stück runter. Dadurch habe ich mehr Komfort. Ja, ein weiteres Komfortmerkmal sind natürlich diese Stauklappen. Die haben keine Schlösser drin. Ich habe Schlösser drin. Das passt auch mehr zu einem 4x4. Das war mir jetzt nicht so wichtig. Aber hier hast du Komfort pur. Wie gehen die denn auf? Wie funktioniert das? Mit Sensor Touch zeige ich dir. Darf ich hier mal wieder zumachen? Gerne. Ich muss nur wissen, wo ist der Druckpunkt. Und dann der ist in der Mitte, richtig? Der ist in der Mitte. Ein paar Zentimeter von unten, in der Mitte von der Klappe. Und dann habe ich eben schöne große Stauräume. Ja, der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass es kein Allrad ist, ist es ein gut Stück tiefer. Der ganze Aufbau ist nochmal ein bisschen mehr automotiv und der Einstieg ist natürlich sehr, sehr praktisch. Also du hast einen sehr, sehr schönen Einstieg hierbei. Das Ganze ist ein Klassiker. Also die Leute, du hast es eben schön erwähnt, es gibt Leute, denen kommt nur ein Alkoven in die Tüte und mit der Barrierefreiheit habe ich eben gemeint, du hast es schön gesagt, es ist vielleicht nicht ganz so protzig. Ich finde gut, dass du das gesagt hast, weil es ist eine andere Klasse. Du bist ja mit vielen unterwegs, in Spanien, in Portugal, da treffen sich die Linerfahrer, sage ich jetzt mal. Und das hier ist auch ein Concorde, aber es ist eine andere, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, es ist auch schwer auszudrücken und um Gottes Willen, unsere Linerkunden sind keine protzigen Wohnmobilisten, aber es wird einfach, der Wagen hat einfach ein anderes Ambiente. Es sieht mehr nach dem aus, was drunter steckt. Ich sehe, da ist ein Iveco Daily drunter und es ist ein ehrliches Fahrzeug. Also ich habe es nur gesehen, also nur um ganz kurz darauf einzugehen, damit das in keinen falschen Hals kommt. Wenn du mal einen dieser Klasse gefahren bist, egal von welchem Hersteller, du kommst auf einen normalen Campingplatz, du merkst das ja selber nicht mehr. Du fährst das Ding ja den ganzen Tag, seit Jahren schon und so. Und dann hast du schon so ein bisschen, die Leute gucken da so ein bisschen, ach, der ist ja 55, was hat denn der gemacht, wie kommt der an die Kohle ran? So ein bisschen Neidfaktor hast du schon dabei. Unter den Linerfahrern merkst du das natürlich nicht. Aber wenn du mit so einem Alkoven hier drauf kommst, ich habe gemerkt, egal wo du durchfährst, das Einzige, was die Leute echt flasht, das ist die Höhe. Und das zeigen wir jetzt mal gerade, Sabine.
Dieses Fahrzeug hier könnte jetzt auch ein Knaus sein, sage ich jetzt mal, von der Form her. Aber die Leute kommen ins Grübeln, wenn sie sich mal daneben stellen. Stell dich mal kurz daneben, dass man das mal sieht. Und dann siehst du, wo du normalerweise an die Rückfahrkamera oben mit der Hand dran greifen kannst, wenn du jetzt mal so einen Etruskor hast oder so einen kleinen Hümer. Da oben sind wir auf 3 Meter, ich glaube 60. Ja, der Wagen insgesamt ist 3,70 ungefähr hoch. Also mit Dachaufbauten. Es ist natürlich trotzdem so, auf dem Stellplatz kommt trotzdem eine weiße Wand gefahren. Ne? Für den, der daneben steht. Manchmal freut man sich, dass man Schatten hat, wenn es sehr heiß ist, jetzt wie in diesem Sommer immer mal wieder. Aber es ist natürlich ein großes, mächtiges Fahrzeug. Also man hat immer noch von hinten, muss man ganz klar sagen, dieses Liner-Feeling, das hast du von vorne. Also ich merke das, wenn er in der Auffahrt steht, also ist sehr, sehr kompatibel zu allen Sachen. Die Heckgarage ist angenehm groß, denn die Grundsitzgruppe schränkt das ein bisschen ein. Die schränkt es ein bisschen ein, aber trotzdem habe ich hier Platz für ein richtig großes Fahrrad. So, ich zeige das mal ganz kurz, dass wir das mal sehen. Ich kenne nämlich die Garage in- und auswendig. Die ist nämlich von 2 Seiten zu bedienen. Die Seite auf der anderen Seite ist viel größer, die Klappe. Das ist richtig. Es hat einfach technische Gründe, dass wir drüben eine größere einbauen können. Aber man kann ja hier sehr gut sehen, ich kann problemlos 2 große Fahrräder reinstellen. Einfach mit dem Lenker in die verschiedenen Richtungen packen und dann habe ich wunderbar. Darf ich dir was erzählen? Wir haben in meinen Cruiser ein Offroad-Motorrad, 125er reingemacht und das geht. Ja, natürlich. Ich will ja immer nicht zu viel versprechen. Was mehr geht, ist immer gut. Ich will ja nur sagen, die wesentlichen Sachen sind wirklich problemlos machbar. Also hat der die gleiche eigentlich Höhe von den Stauraumklappen wie meiner? Ist der gleich? Ja. Also dann sind die Stauraumklappen etwas... Die Garage müsste etwas größer als in deinem sein, weil ich habe ja hier das 9-Meter-Fahrzeug, also bei dir noch etwas enger. Was ja schön zu hören ist, dass bei dir auch das große Motorrad reinpasst, passt es hier natürlich problemlos rein. Also was haben wir gemacht, damit es reinging? Denn der Punkt ist immer, wir haben eine Innenhöhe von etwa 1,20 Meter, wenn es das gleiche ist, wird das gleiche sein. Und dadurch musst du eigentlich nur beim Rausholen das Vorderrad ein bisschen querstellen. Und dann kriegst du es mit Lenker, du musst nichts verändern, auch hier rein. Ja. Und das ist sehr praktisch. Hier siehst du, es wird wahrscheinlich sein wie bei mir, die Rundsitzgruppe fängt hier an und das ist ein echtes Highlight. Also man sieht sie an dem Fenster und zuerst dachte ich, dass das Fenster doch sehr stark verschmutzen würde, wenn man fährt. Das ist gar nicht der Fall. Nee. Habe ich auch schon festgestellt, weil ich schon öfters mit diesen Hecksitz-Gruppenwagen unterwegs bin. Das funktioniert wirklich sehr gut. Du bist einfach sehr weit oben. Da spritzt so weit hoch, spritzt nicht der Schmutz von der Straße hoch oder der aufgewirbelte Regen. Diamond Series, habe ich noch nicht gehört. Ist das neu, der Name? Die Diamond Series hatten wir vor einigen Jahren schon in der Liner-Baureihe, die sehr erfolgreich war. Das ist eben einfach ein limitiertes Fahrzeugangebot. Und ich habe ja gesagt, die Cruiser liefen eine ganze Weile einfach mit in unserem Programm. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt mal unseren Cruiser-Kunden und Alkoven-Fans eben auch was Tolles anbieten und machen nochmal eine solche Diamond Series, aber für den Cruiser auf dem Iveco Daily. Mit einem schönen Preisverteil. Wow, 1,6 Tonnen Zuladung. Das ist ja... Das habe ich ja gut vorhin im Bauchgefühl gehabt mit meinen 1,5 Tonnen, sogar ein bisschen mehr. Also, was man machen könnte, das empfehle ich auch allen Leuten, macht bitte eine Rahmenverlängerung, da kann man mit euch sprechen oder mit einem Fachhändler. Der kann hier hinten nämlich noch einen absenkbaren Heckträger drauf machen. Da muss man eigentlich ein bisschen so die Radlasten und so weiter beachten, aber dann kann man sogar ein Moped hinten drauf machen oder einen Roller. Das würde gehen. Jein, weil wir haben durch den etwas längeren Überhang als in deinem Fahrzeug schon nur eine begrenzte Möglichkeit, nämlich das, was wir als Stützlast bei einer Anhängerkupplung haben. Also es sind okay, dann wirklich dann von deinem 160 Motorrad Kilo ab. etwa, ja. Ja. Und wir haben maximal in der Garage 400 Kilo Nutzlast. Wenn ich da hinten aber dann eine Verlängerung... Ach, der Hebel, der wird dann noch größer. Ja, dann darf ich da nicht so viel draufsetzen. Das bedeutet also Stützlast hast du nochmal 140 Kilo, glaube ich, bei dem Iveco Daily. Plus minus, guckt in die technischen Daten rein. Aber wenn jetzt jemand, ich sag mal, ein Elektromotorrad hat, ich habe ja so eine Suron, die wiegt 90 Kilo. Da wird sich irgendeine Lösung finden. Also jemand, der das braucht. Ich glaube, wenn es technisch machbar ist, einfach an euch fragen. Vielleicht kriegt man das hin, oder? Wir reden über alles natürlich. Weil ich finde das cool, wenn so ein kleines Elektromotorrad hinten drauf ist. Das macht die Sache ein bisschen sportlicher. Sag mal, die Rundsitzgruppe, das ist ja schon ein Gamechanger. Es gibt Leute, die lieben sie und es gibt Leute, die brauchen sie gar nicht, oder? Die Rundsitzgruppe ist wirklich für uns ein Glücksfall gewesen. Das sind jetzt schon viele Jahre her, dass wir die wieder ins Programm genommen haben. Die hat dem Alkoven ein richtiges Revival gegeben. Also
da sind nochmal sehr, sehr viele Aufträge gekommen, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten und die auch diesen Alkoven am Leben erhalten hat. Wow, eine riesen Markise. Länge nochmal 9 Meter? 6 Meter Markise. 6 Meter, Das Fahrzeug 9 Meter, Entschuldigung. Ne? 9 Meter. Es fährt sich aber wirklich, also von der Handlichkeit her, wie ein kleines Reisemobil. Und das ist der Unterschied, wenn du tiefer sitzt am Geschehen. Das Ganze ist so, und ich gebe dir recht, man muss echt aufpassen, weil die Dimensionen darf man nicht außer Acht lassen. Und denk bitte dran, gerade ältere, kleinere Städte, die haben auch mal schräge Straßen und Enge. Und du bist ja bei fast 4 Meter Höhe. Und ja... Also aber in dem schönen Navigationssystem gebe ich ja meine Daten ein, Länge, Breite, Höhe, Gewicht. Und dann werde ich auch richtig geführt und komme nicht in diese Bedrängnis, dass ich mich festfahre. Ja, wichtig ist, dieses Garmin ist ein echtes Wohnmobil-Navi. Also viele sind ja nur LKW-Navis, die sperren dann die Sachen. Sollen wir reingehen? Hast du Lust? Ja, wir gehen rein. Auf geht's. Und wir haben es mal abgesperrt. Heute ist übrigens Freitag, der 25. August 2023. Ihr habt was Besonderes gemacht. Ihr habt den Wohnraumteppich mit dabei konfiguriert. Und das ist eine Besonderheit, der wird von Hand angepasst. Jeder Teppich. Eigentlich macht ihr, glaube ich, mit jedem Teppich Verlust, weil das ist so viel Arbeit, den anzupassen, oder? Das ist sehr viel Arbeit, aber ich sag mal, in den Messefahrzeugen schon mal eine gute Sache, weil wir den Fußboden ein bisschen schonen und viele Kunden möchten das haben. Deswegen gehört es zu unserer Diamond Series, gehört ein Teppichboden einfach dazu. Ich finde das genial, weil ihr habt zwar Schnittmuster, aber ihr könnt hier keinen Standardteppich reinmachen, weil jedes Fahrzeug ein bisschen anders ist und deswegen passt ihr jeden Teppich nochmal an. Kann einfach immer mal minimal abweichen und dass wir da einfach nicht was Falsches dem Kunden liefern, lassen wir es lieber immer für jedes Fahrzeug einzeln ausmessen. So, und jetzt sind wir natürlich, wow, das unterscheidet sich ja um Welten gegenüber dem Fahrzeug, was ich habe, weil dieser Meter, der ist natürlich in der Küche investiert, der ist ich bin total baff. Ja, du wolltest ja damals unbedingt auch einen Wagen mit einem Allradchassis und das hörte eben bei deiner Fahrzeuglänge, die du bestellt hast, auf, weil dieses mit dem langen Radstand gibt es keine Allradvariante. Boah, ist das schön. Erinnert mich mehr im Innenraum an ein Charisma. Ja, das freut mich, dass du das sagst. Und das ist ja, wie gesagt, einer unserer Bestseller, sowohl als Cruiser 890 RRL, aber auch der Carver 890 RRL. Das sind beides Fahrzeuge, die wir wirklich zu unserer Bestsellergruppe gehören. Also außen Understatement, innen volles Programm, so kann man sagen. Genau, das war Sinn der Sache. Ihr habt auch noch nicht mal diesen, ich sag mal, aufwendigen Spoiler hinten dran. All das habt ihr weggelassen, alles ein bisschen weniger. Und die habe ich übrigens auch bestellt. Diese Holzjalousetten, das ist eine tolle Geschichte. Also ich finde, bei dieser großen Hecksitzgruppe sieht es einfach toll aus. Das hat so ein bisschen Loftcharakter. Das macht den ganzen Wagen sehr modern. Da würde ich nicht so gerne Vorhänge drin haben. Darf ich mal die 2 Klappen wieder zumachen? Oder du kannst einmal reinfilmen, einfach von der... Ja, ich kann mal filmen. Wenn du mal gerade mit der Hand eine Hand mal reinsteckst, wegen der Tiefe, dass man das mal sieht. Also das sind ordentliche Klappen, da kannst du auch was reinmachen. Und der längere, da weiß ich, der hat nämlich für das Bettzeug hier nochmal eine riesen Klappe drunter. Genau. Die fehlt bei mir. Und der Meter, also der ist echt gut investiert, muss man schon sagen. Wobei ich natürlich das Bettzeug hier wunderbar im Alkoven liegen lassen kann. Aber vielleicht habe ich noch mal extra Bettzeug, wenn ich meine Hecksitzgruppe zum Bett umbauen möchte. Das geht nämlich, gell? Mitfährt. Das geht natürlich, ja. So, und hier hast du eine Belederung. Sehr schick. Aber ich muss sagen, ich bin natürlich sehr glücklich in meinem Stoff. Aber in der Diamond Series ist Leder Standard. Gehört für uns einfach dazu. Deswegen auch dieser Diamant, der eingesteckte da hinten. Der gehört einfach dazu. Und ein bisschen das Leder anders gesteppt, als es wir sonst tun, weil es ja einfach eine kleine Sonderserie hier ist. Boah, man muss die Messe eigentlich schon fast nehmen, um sich die verschiedenen Modelle mal nebeneinander zu stellen. Und preislich kriege ich noch kein Charisma dafür, oder? Ein Carver würde gehen? Ein Carver kriegen wir auch nicht, weil einfach der Umbau des kompletten Fahrerhauses doch sehr aufwendig ist und sich im Preis niederschlägt. Also der gleiche Carver, kann man grob rechnen, kostet etwa 20.000 € mehr. Wir haben natürlich hier einfach noch diesen Sonderpreisvorteil von der Sonderserie. Den lassen wir mal außen vor. Ach so, ihr habt ein paar Fahrzeuge gebaut auf Halde quasi, gleiche Fahrzeuge. Und die kann man jetzt günstiger für die Messe anbieten. Ist das so? Nein, die haben wir noch nicht gebaut. Wir haben sie geplant. Ach so, ihr sammelt jetzt die Aufträge?
Ja, also die Händler haben bestellt. Die Kunden können zu unseren Händlern gehen. Es gibt nur 30 Fahrzeuge von dieser Sonderserie. Deswegen empfehle ich, wer das jetzt sieht und findet es interessant, sich zu beeilen. Irgendwann sind sie weg. Es läuft gut, Diamond? Diamond läuft super. Das ist auch bei den letzten Diamond-Series, die waren sehr, sehr schnell vergeben. Setz dich mal bitte rein, dass man das mal sieht. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,70 Meter knapp. So, 1,70 Meter und du kannst dich so lang machen, dass du, ich sag mal hier, dich ganz bequem in die Ecke lümmeln könntest, könntest Fernsehen gucken. Das wäre jetzt meine bevorzugte Ecke hier. So, das ist nämlich, und der andere kann das auf der anderen Seite auch. Das ist ja mal, und Also auch wenn ich 30 Zentimeter länger bin, passen meine Beine da noch hin. Ne? Also da was ich cool finde, ist euer Fernsehgerät. Ihr braucht keinen Motor. Ihr habt nämlich einfach rauf runter mit Gasdruck. Und das funktioniert mit irgendeiner Führung, die sehr leicht ist. Und dahinter, das sieht so aus, als wäre es ein Riesenfenster. Ist es aber nicht. Aber die Optik ist so cool kaschiert, dass du wirklich eine einheitliche Darstellung hast durch diesen braunen, durch diese Jalousetten. Und dann sehe ich wieder mein Fenster. es ist super edel. Ja, finde ich auch. Deswegen sage ich ja, die Holzjalousien gehören einfach dazu, weil es den ganzen Wagen einen super Flair gibt. Wir machen mal eins, wir tauschen mal gerade die Plätze, dass wir das mal sehen. Und du gehst mal bitte kurz vors Bad, vielleicht in der Nähe vom Kühlschrank, dass man die Proportionen mal sieht. Einen Schritt zurück noch und ich filme mal in den Raum rein. Jetzt könnt ihr sehen, wie sich dieser Raum auch eröffnet. Und der Meter mehr, der ist natürlich toll. Das totale Highlight ist die Küche und die könnte so auch genauso ein Charisma sein. Also die ein Carver, ja. Aber ich habe oft den Charisma so als Pacemaker, also als Herzschrittmacher für mich, wo ich dann sehe, so der Innenraum, wenn du jetzt hier stehen würdest. Ich weiß, die Antja hat ja so einen ähnlichen Grundriss. Die hat den mit diesem absenkbaren Hubbett vorne in einem voll integrierten. Und das hier macht genau den gleichen Eindruck, also oder? Das ist auch genau das Gleiche, bis wirklich auf Fahrerhaus. Hier habe ich eben ein Originalfahrerhaus mit Alkoven und Alkovenbett und der Wagen von der Antje hat eben vorne das integrierte Fahrerhaus mit Hubbett. Ansonsten ab Bad bis nach hinten ist alles gleich. Ja, also innen drin sieht er wirklich genauso aus. Ihr habt eine schöne Ausstattung. Also ich kann immer nur sagen, was ist anders als bei mir. Es ist alles anders. Die Küche ist gefühlt doppelt so groß, weil du diese riesen Ablagefläche hast. Du hast einen Counter, wo du rüberreichen kannst. Das ist ein bisschen wie zu Hause, ne? Du stehst hier, kannst kochen, da sitzt irgendwie dein Mann oder deine Family oder Freunde, du kannst quatschen, du hast so eine offene Küche, was man ja eigentlich sehr liebt, dass man dann, während man hier so ein bisschen am Zubereiten ist, miteinander reden kann oder ich kann nebenher auf den Fernseher gucken. Also das ist ein bisschen, ist echt toll. wie zu Hause, so ein bisschen Feeling. Dadurch, dass du das Lenkrad halt gar nicht siehst, das heißt, alles ist eigentlich gedreht. Ja. Du hast ja beim normalen Liner hast du ja hier die Sitzgruppe, dann hättest du vorne das Lenkrad. Das ist jetzt weg. Dafür hast du diese riesen Fläche, die jetzt auch mit diesem Fliegengitter noch verdeckt ist. Da könntest du normal komplett rausgucken. Und dann hast du diese tolle Küche hier mit... Darf ich euch dann noch ein Highlight zeigen? Bitte, zeig mir. Highlight. Für die Stauraumfetischisten oder ich meine, ich muss ja diese Ecke schön nutzen. Da habe ich zweimal so große Auszüge, die ausschwenken und da kann ich großes Kochgeschirr, Pfanne, Töpfen, alles Mögliche draufstellen. Kenne ich aus Küchen. Also wird das gerne verkauft. Genau, aus großen. kommt aus dem hochwertigen Küchensortiment. Ist auch wahrscheinlich so ein Hersteller. Der Ja, dann, ja, also natürlich haben wir es uns nicht selber ausgedacht. Das gibt's. Ach Aber man muss mit es Softgloss. Halt, man muss es natürlich halt einbauen und sagen, das kriegt seinen Platz. Ja. Ja, die Fahrzeuge sind sehr durchdacht. Was mir immer wieder auffällt bei euch, so Kleinigkeiten, die du hast, wie zum Beispiel, wenn man genau hinguckt, dieser Himmel, der bricht euch regelmäßig das Genick, weil dieser Himmel, den einzubauen, ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, das ist so viel Arbeit, aber ihr habt einen speziellen Himmel, das ist, glaube ich, Mikrofaser habt ihr drin, oder? Das ist ein Mikrofaserbezug, den wir hier verwenden. Und wir brauchen ja eine Stoffbespannung im Fahrzeug, damit einfach Feuchtigkeit aufgenommen und wieder abgegeben werden kann. Und das Ganze natürlich auch schön heimelig macht und einfach toll aussieht. Ein weiterer Vorteil ist, dass alle Einbauten liegen auf diesem Stoff drauf. Die können nicht quietschen oder knarren. Also die Fahrzeuge sind extrem leise während der Fahrt, weil die Leute können ja hier drin sitzen, oder? Auf Wunsch. Ja, natürlich. Ich kann hier in dieser Sitzgruppe baut man dann 2 Beckengurte entgegen der Fahrt ein. Dann werden hier noch Kopfstützen eingesetzt. Das hat jetzt dieser Wagen nicht, nur dass man sich mal vorstellen kann. Das sind 2 Personen.
Das ist jetzt ein 2-Personen-Fahrzeug, aber ich bekomme es eben auch als 4-Personen-Fahrzeug. Ich habe ja den 4 Personen, der hat hinten die Sitze. Hier wäre es entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Entgegengesetzt, weil wir hier die Rückbank ein bisschen von der Heckwand weggebaut haben und dann wären die Gurte zu weit weg. Das würde einfach von der Geometrie nicht funktionieren. Du, die Küche gefällt mir. Die hat so viel Platz. Was ist das denn für ein Schränkchen hier? Das sieht gut aus. Mülleimer untergebracht. Ach, den kannst du offen lassen während dem Kochen, gell? Wenn du mal was reinschmeißen willst. Mal eine Schublade. Jedes Eckchen genutzt. So, und dann hast du hier diesen Tower, also allein schon diese Wand hier, das ist doch Wohnen, das hat doch nichts mehr. Ihr habt auf der einen Seite die Möbel massiv reduziert, damit du diese Breite erweiterst. Es fühlt sich fast an wie in einem Slide-Out hier drin, weil du nicht die Möbel auf beiden Seiten hast. Du hast, oder? Täusche ich mich? Völlig richtig, auch wenn du jetzt hier unten in die Schränke reinguckst, die sind sehr schmal, aber man hat ja immer auch mal irgendwelche schmalen Sachen oder die man unterbringen will, deswegen alles genutzt. Aber ich habe eben hier eine schmale Seite und dann auf der anderen Seite die Tiefe. Ja, ich habe ja rechts habe ich da den Kleiderschrank, der nimmt natürlich unglaublich viel Raum weg. Also dafür ist die Anordnung ein bisschen anders. Ihr habt den Gläserschrank, den finde ich super praktisch, weil viele sagen, oh, ist ja altbacken, aber du willst ja deinen Rotwein aus ordentlichen Gläsern trinken, auch den Sprudel. Ja, und das geht. Gläser dabei, Rotwein, Weißweingläser, Pilztulpen, alles da, was man gebrauchen kann. Hier haben wir so eine Soundbar, also da ist unser Soundsystem dahinter versteckt. Jenat? Jenat, ja. Also das ist optimal angepasst und eingemessen per DSP an dieses Fahrzeug. Man sieht es aber nicht. Das ist also nicht... Es ist alles so integriert, dass du nichts siehst. Ich habe es mal gehört, der Jenat hat es mal aufgedreht, da kommt richtig Power raus, wenn du es willst. Richtig Power und so soll das ja auch sein, dass ich eben wirklich einen tollen Sound habe. Du hast einen Sound, 2 Stück rund um den Fernseher, dass du das hast. Subwoofer ist versteckt, der sitzt irgendwo unter der Sitzbank an der Position, wo ich sowieso schlecht hinkomme, als Stauraum zu nutzen. Da ist der Subwoofer versteckt. Kannst du mir noch mal ganz kurz, hier drunter ist glaube ich noch Stauraum. Hier drunter ist noch Stauraum, ich kann das quasi anheben. Und da ist, glaube ich, eine Feder drunter, Genau. Die hält sogar selber. Ich jetzt nur da hinten alle Polster, aber es kannst du ein bisschen Da so rein. ist eine ganze Bank drunter, oder? Ist eine ganze Bank, Platz drunter. Nur das hintere Polster. So, hier vorne ist noch ein Eingang, da kannst du kleine Sachen ablegen, wie Fernbedienungen und so weiter. Genau. Die kann man da reinmachen. Gut, viel gelernt. Dann dieser Schrank hier, der ist ein bisschen tiefer. Da kann man dann ein bisschen mehr reinmachen. Da kann ein bisschen mehr rein. Und hier unten haben wir nochmal den Platz für den Rotwein, der nicht in den Kühlschrank soll. Haben wir so extra so einen Flascheneinlegeboden reingesetzt. Boah, ist ja voll der Luxus. Und das siehst du von außen gar nicht. Das ist krass. Wer sich auskennt. Ja. Sag mal, kann ich das ohne die Aufkleber Diamond Line haben, wenn ich das will, wenn ich hier ganz Understatement fahren will? Können wir natürlich auch machen. Wer das möchte, bekommt das, kein Thema. Ich würde es drauf lassen, jetzt schon. Ich würde es auch machen, aber der Kunde ist König und darf auswählen. Ich habe bei euch gefragt, kann ich es ohne Aufkleber haben? Du, kam ohne Aufkleber. War wirklich, ihr seid so cool. Ihr seid, hat eine Hubschutzanlage drin. Das ist natürlich bei dem Allrad sehr schwierig, weil der Hub so hoch ist. Und hier ist es gar kein Problem. Das ist natürlich ein richtig tolles Extra. Ist das dabei in der Serie? Ist auch in dieser Diamond-Serie enthalten. So, E&P, hier vorne sieht man es. Also das ist ein tolles System. Gibt es eine App, dass ich das draußen machen kann? Das gibt's nicht mit App, tut mir leid, geht händisch, aber ich stehe ja direkt hier an der Tür, wenn ich meine Hubstützen rausfahre, drücke aufs Knöpfchen und kann ja dann dabei immer gucken, dass unten am Fahrzeug alles passt. Die Automatik ist schon recht gut, oder? Die macht das schon mal per se. Das automatische Nivellieren ist traumhaft, das funktioniert perfekt. Ich kann auch so eine Entleerungstaste drücken, dann steht das Fahrzeug schräg, damit eben meine Wassertanks beim Entleeren leichter oder besser leer laufen. Also ein bisschen einfacher, dafür drücke ich einfach nur drauf. Oben hast du ein ganz tolles Gerät. Das ist, glaube ich, Kombi-Mikrowelle Backofen. Mikrowelle mit einer kleinen Grillfunktion, ja, können wir auch mal reingucken. Gehört, also der Kühlschrank drunter ist Kompressorkühlschrank und wir verbinden es eben mit dieser Mikrowelle mit Grillfunktion. Hat nahezu die gleiche Größe, auch die gleiche Farbe, sieht sehr schick aus. Und ich habe ja zurzeit eine Mikrowelle drin, die hinter einem Schrank ist. Alles ein bisschen schicker, ja. Und der in schwarz, der ist sehr edel. Ist das ein AES, hast du? Das ist ein Kompressorkühlschrank. Kompressor, Ja. Okay. Ja, hier sieht man das. Auf Wunsch mit Gastank, hast du mir schon erzählt. War jetzt ein Gastank hier drin, weißt du es? Gastank ist nicht mit drin in unserem Paket. Das ist wirklich die einzige größere Ausnahme, die wir da haben, weil das nicht jeder haben will, aber das kann man natürlich dazu bestellen. Kostet auch nicht die Welt. Also ich glaube 2.000, 3.000 kostet das. Sehr praktisch. Kann man LPG einfach tanken an der Tankstelle und ist dann da. Zeig mir doch mal bitte, hier kannst du zumachen. Das ist so eine kleine Abtrennung und die ist massiv.
Bitte dran denken, in der Checkliste einmal verriegeln, wenn man losfährt. Das muss sein, weil sonst einfach die Tür hin und her saust während der Fahrt. Das soll sie natürlich nicht. Ihr habt das neue Bedienpanel vom Mastervolt dabei. Klein, aber fein. Und Das ja. ist von Liontron. Entschuldigung, wenn ich dich korrigiere. Wir haben hier ein Elektropaket mit Liontron-Batterien im Fahrzeug und dazu gehört dieses kleine Gerät. Da kannst du mit einer App deinen Batteriestand auch übers Handy angucken. Ah, cool. Und die neue alte habt ihr drin? Die 3030? Ja. Okay. Ja, dann mal bitte öffnen. Ich dachte nur, weil das Bedienpanel ist ja vom Mastervolt. Hast du gesehen? Das ist von Master. Siehst du, manche Sachen weiß ich auch nicht. Aber Nicht schlimm. Hier siehst du, dass der Aufbau jetzt wirklich hier an der Position gleich ist. Das heißt, du hast also hier diese Abtrenntür, die sehr wirksam die Wärme draußen hält und die Kälte draußen hält vom Fahrerhaus. völlig richtig. Früher hat man ja mal vor 20 Jahren gesagt, es gibt nur ein Alkovenfahrzeug, wenn man in den Winterurlaub fahren will. Stimmt heute nicht mehr, weil wir die integrierten Fahrzeuge eben auch perfekt isolieren. Aber hier habe ich wirklich trotzdem diese komplette Trennung von meiner Fahrerhauskabine, die viele gerne hätten. So, hier sind wir. Und ja, das ist eine Besonderheit. Ihr habt Kopfstützen hinten, die habe ich auch nicht. Ist das extra? Kann man sowas kaufen im Shop? Das gehört zu unserer Diamond Series dazu. Macht es einfach ein bisschen gemütlich, weil ich ja hier meine Längsbetten habe und die mir es gemütlich machen soll, dass man vielleicht auch mal ein Buch lesen kann, sich da gemütlich in sein Alkovenbett begeben kann. Ja, viele ältere Semester sagen, ja, Alkoven gefällt mir nicht, kommt mal schlecht rein. Das stimmt gar nicht. Die Treppe ist so breit und ich kann mich mit beiden Händen abstützen. Und hier sieht man das sehr schön. Was ich ziemlich cool finde, ist der Stauraum in der Treppe. Und der ist so groß, dass du ganze Decken reinmachen kannst. Bei mir ist eine Tagesdecke drin, eine riesen Tagesdecke drin. Und die Schmutzfläche kann man auch reinmachen auf Wunsch. Genau. Kann jeder sich überlegen, was er da nutzt, aber perfekt immer alles genutzt als Stauraum. Die obere Schublade, die ist jetzt im Moment leer, aber da sind unsere Süßigkeiten drin und Chips und so weiter. Die habe ich hier versteckt, die habe ich da reingemacht. Die ist so groß und so genial, dass man die nutzen kann. Also da ist so mein Krusch drin, alle Fernbedienungen, Süßigkeiten und so weiter. Ich mache da die Wäsche rein, ich mache alles falsch. Nee, du machst alles richtig. Ich hab die nur an einem Punkt gemacht, wo man sie nicht gleich sieht, wegen meinem Sohn. So, und da ist jetzt Wäsche drin. Da sind die Bettlaken drin bei mir. So, und hier auf der rechten Seite hast du einen Riesenschrank. Und darf ich dir mal was zeigen, was ich nämlich festgestellt habe? Ihr habt euch was dabei gedacht bei dem Schrank. Irgendwas müsst ihr euch dabei gedacht haben, weil hier unten passt ein kompletter Flugzeugtrolley rein. Siehst du, das ist mir neu. Ich freue mich immer, Sven, wenn ich bei dir Sachen lerne. Das ist doch toll. Also hier passt ein Standard-Flugzeugtrolley rein, nämlich 3 Stück könnt ihr hier reinmachen. Nämlich einer unten, das Ding ist nämlich so tief, dass genau exakt die Maße von einem, jetzt kommt es aber noch besser, es hat Euroboxen-Format. Das heißt, du kriegst eine Standard-Eurobox 40 cm komplett reingeschoben. Ja, perfekt würde ich sagen. Ja. Haben sich unsere Konstrukteure der Möbel doch dabei was gedacht und es mir nur nicht verraten. Ja, der begehbare Kleiderschrank ist hier ein Traum geworden. Wenn es der gleiche ist, ist der gleiche, von beiden Seiten öffnen. Hier könnte man sogar noch als etwas kleinerer Mann hier reintreten, damit man noch näher reinkommt. Also er wäre dann quasi begehbar, aber der ist so groß. Ja, aber Das ist der Hammer, wie groß er ist, oder? Ja, also da passt wirklich sehr viel rein. Und da haben innen drin auch nochmal Haken. Also wirklich alles schön durchdacht, dass man alles unterbringt, was man so unterbringen möchte. Also ein riesen Kleiderschrank hier mit drin. Und schön sind auch hier die Rundungen, wie alles angepasst ist. Was mir aufgefallen ist, dass ihr unglaublich viel Energie, fast verschwendet, hätte ich gesagt, damit die Sachen nicht klappern. Also es ist unglaublich leise, das Fahrzeug. Also ich bin ja viele Fahrzeuge gefahren, du kommst hier rein, du musst nicht mit Filz arbeiten. Alles ist schön leise. Das ist von der Duschtür über... Aber es muss man doch ehrlich sagen, das ist wahnsinnig nervt, wenn am Fahrzeug irgendwas klappert. Und deswegen kann man doch von Anfang an einfach sagen, das wollen wir gar nicht haben. Deswegen machen wir unsere Probefahrten vor der Auslieferung, um sicher zu gehen, dass das auch tatsächlich so ist. Und dann soll das und muss es so sein. Mhm. So, Festtanktoilette, Dometic. Und auch wieder mein Favorit. Vorher war ich ja sehr stark mit der Tecma zusammen, aber muss sagen, die Dometic, der Häcksler ist ein bisschen stärker. Das merkst du. Also das ist ein anderes System. Wenn du die mal gerade öffnest, bitte.
Und da sieht man das. Das ist eine Keramiktoilette und die funktioniert richtig gut. Da ist sogar dieser Sog mit eingebaut, das ist klasse. Der Sog ist auch mit drin, der gehört auch zu unserem Paket dazu. Also ich muss sagen, ich bin mit der Tecma-Toilette auch zufrieden. Wir haben ja verschiedene Toiletten auch aus einem Grund, weil wir in dieser Zeit der Lieferengpässe einfach auch verschiedene Lieferanten benötigt haben. Wenn der eine Mann nicht liefern kann, kann der andere liefern. Aber hier sind wir jetzt darauf festgelegt, dass in der Diamond Series, wenn sich jetzt nichts Gravierendes verändert, in den nächsten Wochen überall diese Toilette reinkommt. Ja, Beinfreiheit brauchen wir, glaube ich, nichts drüber zu sagen. Der Sog ist natürlich besonders praktisch. Ihr habt hier als kleines Extra schon mit rein konfiguriert die Regelung. Die ist Bypass-Ventil nochmal mit drin, also dass du das machen kannst. Ist das für den Schlafbereich nochmal eins oder ist das zusammen mit dem? Das ist jetzt fürs Bad. Man kann das für den Schlafbereich bestellen. Ich bin nur am gucken, ob es hier drin ist, weil ich weiß auch nicht alles auswendig. Nein, ist da nicht mit drin, könnte ich auch noch dazu bestellen. Ich habe mir 2 Max-Fan von euch rein konfigurieren lassen, ja, für die Querlüftung. Kann man sowas bestellen hier oder sind die so fix? Nein, das kann man schon bestellen. Also wir sind da auch offen, solange der Wagen noch nicht direkt in die Produktion eingelaufen ist, können wir immer auch noch ein bisschen was verändern. Wir finden ja auch, dass diese Farbkombination hier sehr schön ist, aber auch da sind wir offen. Wenn jetzt jemand rechtzeitig kommt und sagt, ich würde den Wagen haben, aber hätte gerne lieber eine andere Holzfarbe, dann machen wir das auch. Ich habe ja dieses Ebano Silber, das ist auch ganz nett. Was ist hier für ein Boden drunter? Zeig mal bitte. Das ist unsere Schiffsbodenoptik oder Yachtstyle nennt er sich. Der Klassiker. Der Klassiker. Schön. So, dann große Dusche, das habe ich gezeigt. Und eine Regendusche möglich, wenn ich sie unbedingt haben will, kann man darüber reden. Oder ist es schwierig? Ich muss wirklich kurz nachdenken, ist eine Sonderbauanfrage, weil das eigentlich fertige Formteile sind. Du siehst, dass da eine Beleuchtung mit in der Dusche ist. Und das würde jetzt den Einbau der Regendusche verkomplizieren. Aber wenn es daran hängt, werden wir drüber nachdenken. So, was Schönes hier, guck mal hier, dieses Satin mit Weiß. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, da ist ein Muster mit drin. Es ist echt... Ein florales Muster, haben wir uns gedacht, ist im Bad schön. Ihr könnt das so ein bisschen sehen. Wenn jemand möchte, auch an dieser Position noch ein Zusatzfenster. Könnte man auch noch dazu bestellen. Ich fände es gut, wenn es nicht da ist. Ja, weißt du warum? Optik. Weil das sieht von der anderen Seite sieht so clean aus. Hast du das gesehen? Weil du hast kaum Fenster hier drin. Zeig mir mal den Schrank bitte, dass man da so alles unterbringen kann. Was mir aufgefallen ist, ihr habt wirklich ein Herz für Mundduschen. Die sind ja sehr hoch. Und ihr habt viele Fächer, wo du elektrische Zahnbürsten aufrecht hinstellen kannst zum Laden und so weiter und so fort. Und ja, das ist eine feine Geschichte. Unten drunter ist die Steckdose. Steckdosen kann man übrigens, ja, bitte sagen, wann, wie, wo. Bitte einmal durchgeben. Ihr nehmt Sonderwünsche, Steckdosen, glaube ich, die kannst du dir bestellen, so viel wie du willst. Ja, man kann immer alles so viel bestellen, wie man will, aber es gibt eine kleine Regelung. Wenn es mehr sind als 5 Zusatzsteckdosen, müssen wir einen neuen Elektroplan noch machen extra. Dann ist ein bisschen größerer Aufwand, kostet entsprechend, aber es ist möglich. Ist möglich. Also, aber mit plus 5 ist man, glaube ich, ganz gut dabei. Ja. Steckdosen habt ihr einige, unter anderem natürlich in den Bereichen, wo es sein muss. In der Küche habt ihr mehrere Steckdosen, dort hinten sind viele Steckdosen, aber überlegt euch gut, wo ihr Zusatzsteckdosen haben möchtest. Du hast, glaube ich, so eine Checkliste, wo du mit den Kunden durchgehst, was sie alles brauchen, dass man sowas planen kann direkt ab Werk, oder? Ja, das können wir machen. Ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung, wer wann wo noch eine Steckdose haben möchte. Manchmal kann es passieren, dass man das einfach dann doch in der Hektik vergisst. Kann man nachrüsten. Im Wagen fehlen Steckdosen, tut mir leid, Sven, aber... Das braucht ihr nicht leid zu tun, das ist alles gut. Ich habe es ja gemerkt, ja. Ich wollte aufladen, ging nicht. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin ein großer Alkoven-Fan. Ich muss sagen, wir kriegen jetzt noch einen Alkoven und wir sind ja groß unterwegs im Moment. Das ist so eine Geschichte. Also wenn du natürlich das Liner-Feeling, komm, wir gehen nochmal raus, das Liner-Feeling haben möchtest, dann wäre es natürlich wahrscheinlich eher angelegt, du kaufst dir vielleicht ein Charisma oder sowas oder ein Carva oder ein Credo. Das ist so, wenn du aber sagst, du willst so ein bisschen sportlicher unterwegs sein. Also das ist, das hat meine Tochter sehr schön gesagt. Die hat gesagt, ich will eigentlich nicht in dem Fahrzeug fahren, das der Opa fährt und ich bin der Opa. Ich bin ja dreifacher Opa, muss dir ja vorstellen. Und da hat er gesagt und hat mich dabei angeguckt und findet den deswegen so toll und würde sogar die große Fensterscheibe, das wäre dir egal. Hauptsache die Optik außen stimmt und sie wird nicht identifiziert als
ich sag mal, die Dame ist 34, kannst dir vorstellen, die will dann was Sportliches. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde halt, das Iveco-Fahrerhaus ist wirklich schick. Also das haben die schön gemacht. Wir haben es ein bisschen verschönert und haben zu dieser schönen silbergrauen Metallic-Lackierung, die zu diesem Sondermodell gehört, eben diese Stoßfänger, also vorne und den Radlauf in weiß lackiert. Das gehört hier speziell zu diesem Fahrzeug dazu. Dann hat es so einen schönen Übergang hinten zum Aufbau. Es fällt unglaublich auf. Dekor in Grau mit diesem kupferfarbenen Speer. Also ich finde, es sieht schick aus. Passende Alufelgen, die schön zu dem Grau passen. Wie ist denn jetzt erster Tag? Gab es schon Reaktionen auf das Auto? Ja, die Reaktionen sind sehr positiv. Wie gesagt, unsere Alkoven-Fans freut es und da erwarten wir doch jetzt einige Bewegungen hier in dem Bereich. Sprich Aufträge. So ist es. Ja, so ist es. Was ist hier für einer? Ist das hier ein Schwesterchen? Das ist ein Schwesterchen. Also es ist nicht dieser kurze, den du hast als Diamond, den gibt es aber auch. Wir haben jetzt hier so einen klassischen Familiengrundriss. Der hat hinten Längsbetten im Heck, ich sag mal für die Eltern, und vorne ein Queralkovenbett für die Kinder. Das ist so eigentlich der Ursprung der Reisemobilwelt, ein klassischer Familiengrundriss. Mitten Sitzgruppe, Eck. Also Genau. Das heißt, du hast zwei getrennte Schlafzimmer, ganz anderes. Zwei getrennte Schlafzimmer und je nach Sitzgruppe, also hier haben wir auch so eine Rundsitzgruppe, wo der Tisch in der Mitte ist. Komm, wir gehen mal ganz kurz rein, dann zeigen wir es nur mal. Also das ist die Sitzgruppe, die du hier hast auf der Seite. Da oben ist der Alkoven. Das ist ein sehr, sehr klassischer Grundriss und auch richtig toll. Hat viel Platz für viel mehr Personen. Der andere ist mehr aufs Wohnen aufgelegt. Das heißt, da hast du zwar nur 2 Schlafplätze fest, hier hast du 4. Hier haben wir 4 Schlafplätze. Wir können auch noch den Tisch absenken, dann 5. oder 6. Schlafplatz installieren und haben, wie gesagt, so einen klassischen Familienwagen. Wenn ich jetzt mit kleinen Kindern unterwegs bin, habe ich den Alkoven als Kinderzimmer. Die können ihre Spielsachen da oben liegen lassen. Ihre Betten sind fix und die kann ich ins Bett schmeißen und bin als Eltern trotzdem noch in meinem Fahrzeug, kann ich mich noch schön bewegen. Sehr schön. So, und das werden wir uns vielleicht auch noch mal anschauen. Aber erstmal vielen Dank, Sabine. Der Caravansalon Düsseldorf 2023. Concorde ist wirklich mit einem Riesenstand vertreten. Ich glaube, wer hier kein Reisemobil in der Klasse findet, da wird es schwierig. Aber toll ist auch die Gegenüberstellung mit allen Wettbewerbern. Hier kann man sich alles angucken, oder? Man muss einfach herkommen, würde ich sagen. Wer so ein Fahrzeug haben möchte, jetzt oder in der Zukunft, einfach mal kommen, sich in Ruhe alles anschauen. Wir freuen uns über die Besucher und freuen uns auf einen tollen Salon. Ja, sagt Sabine Baumgartner mit der Cruiser Iveco Daily Diamond Series. Und die Vorteile noch mal kurz aufgezählt. Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung, 38.000 € Preisvorteil, Front- und Seitenschweller in Sonder. Du hast mir einfach gemacht, ja. Hier steht nämlich alles. Leichtmetallfelgen, Stauraumklappen mit Sensortouch, die kosten normal auch ein paar tausend Euro. Ja. Kompressorkühlschrank, Elektroleistungspaket, 400 Ampere-Stunden, fette Solaranlage, 500 Watt und eine Sonderpolsterung Diamond Series in Vanille. Und das ist schön. Sabine, wo kann man dich denn antreffen? Kann man bei dir einen Vertrag unterschreiben? Selbstverständlich kann man bei mir einen Vertrag unterschreiben. Ich arbeite im Werk, ich leite den Werksverkauf und verkaufe dann im Namen eines Händlers gerne ein Fahrzeug. Jederzeit einfach an mich wenden. Meine Kontaktdaten findet ihr auf unserer Concorde-Webseite. Sehr schön. Sollte man einen Termin machen, wenn man speziell zu dir möchte? Jetzt auf dem Caravansalon wäre es schön, einfach eine kurze Mail schreiben. Mails gucke ich mir an. Ich habe viele Termine, aber ich kann immer was dazwischen quetschen. Ich meine, es ist in Aschbach. In Aschbach, ja. Am besten auch, ich bin nicht immer da. Das macht immer Sinn, einen Termin zu machen. Aber ansonsten kann man einfach auch gerne kommen, den Showroom angucken. Nur nicht während der Messezeit, da ist bei uns geschlossen, da ist keiner da. Ja, war schön warm, muss man sagen, gestern. Heute ist es ein bisschen kühler, aber trotzdem noch ist so, die Messe ist schon ein echtes Highlight. Also das ist wirklich eine Geschichte, man muss hierher kommen und bitte macht mir einen Gefallen, wenn ihr herkommt, macht nicht einen Tag, sondern nehmt euch mindestens 3, 4, 5 Tage, wenn ihr euch wirklich vergleichen. Ich hatte heute mit einer Frau gesprochen im Hotel, ein Tag, die war vollkommen verzweifelt. Nein, das schafft man ja nicht. Man weiß abends nicht mehr, was habe ich morgens angeguckt. Eigentlich sollte man sich eine kleine Liste machen, was will ich unbedingt sehen. Ein paar Sachen angucken, sacken lassen, mal irgendwo schön einen Kaffee trinken, dann nochmal kommen. Alles zu sehen auf der Messe ist schon hardcore. Also Hier werden ja viele Kaufentscheidungen getroffen. Das ist übrigens ein kleines Schwesterchen. Das ist ein Credo Baby, nenne ich ihn immer, der Baby Concorde. Aber ausgewachsen haben wir ein eigenes Video zu gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten, Sabine. Bis zum nächsten Mal. Tolles Video und ich bin gespannt, wie es einschlägt. Tschüss. vielen Dank, Sven, und freue mich auf alle Besucher.